So, Robert. Ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt reißen wir auf. Gear Collector Track Day 2023. Nürburgring steht an. Wir haben kurz nach 8. Dementsprechend, Leute, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, denn Briefing steht an. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, Robert? Schau dir das mal an, was da los ist. Alter. So, ich gehe mal da nach oben. Da ist aber ganz schön viel los. Einen schönen guten Morgen an alle und willkommen zum diesjährigen Gear Collector Track Day auf dem Nürburgring. Vorsagen, wir gehen jetzt mal kurz so durch die Box durch. Die ersten Autos fahren draußen. Ihr seht, Super Trofeo wurde angeschmissen. Der läuft jetzt. Hier Nanolex ist am Start mit den ganzen Pflegeprodukten. Ihr seht auch hier hinten, es leert sich langsam. Die meisten Leute sind jetzt angemeldet. Und jetzt lasst uns doch mal in die Richtung gehen. Daniel Abt ist mit seinem neuen GT3 RS gekommen. Project One ist selbstverständlich auch schon im Race-Modus. Ja, Den werden wir natürlich später auch bewegen. Wobei, ich schau mal, in dem heutigen Video, schauen wir mal, welches Auto wir da alles zu fahren werden. Ich bin gespannt. Sollen wir mal nach links oder rechts gehen? Lass mal nach rechts erstmal gehen. Was heißt jetzt, hier oder da? Ja, da lang. Ah, okay, alles klar. So, wie ihr sehen könnt, Leute, hier der Hauptsponsor in diesem Jahr, Michelin. Ja, hat eine sehr schöne Lounge aufgebaut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal durch. Robert, das sind die richtigen Kissen für dich. Du stolperst schon wieder, du haust schon wieder den ganzen Rasen zusammen. Ja, Junge, ich mach ja alles kaputt. Wir haben einmal hier den neuen Aston Martin DB12. Richtig geile Lackierung. Sehr, sehr geil. Und hier, das ist halt natürlich ultimativ. Königseck Gemera steht hier auf dem schönen Farengold Carpet. Sehr schön beleuchtet. Dann haben wir hier, Robert, das ist unser wichtigster Mann für heute. Bester Mann, ohne Scheiß. Guten Kaffee. Danke sehr. Und Shisha. Ja, das ist die wichtigste Ernährung für heute. Also ich komm gleich noch mal vorbei auf den Cappuccino da. Ich komme gleich. Michelin hat auch für alle Zuschauer, ist jetzt noch nichts drinnen, extra für dich, ne? Nicht, dass du dir da gleich Eis rausnehmen kannst. Ja, aber es gibt auch heute noch Eis, weil wir haben wirklich, Gott sei Dank, bestes Wetter. Red Bull Deutschland versorgt uns ordentlich hier mit Getränken. Ja? Ich sag dir, Robert, wenn du da eine Palette mitnimmst nach Hause, ich sehe das sofort. Ja. Farengold persönlich ist am Start. Ja? Grüße. Ja? Alles gut? Bestens. Sehr geil, oder? Kann man machen, oder? Also ich glaube, geiler geht's fast nicht. Einen Königseck, Schönes Auto, schönes Carpet. einen schönen Gemera hier auf eurem Carpet. Absolut. Das ist geil. Ich hoffe, es taugt dir bisher. Passt perfekt. Ideal, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Auf geht's. Wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal. Audi ist auch mit dabei, gemeinsam mit Scherer Sport. The Last V10. Audi R8 GT. Boah, in Geiles Rot, Teil. rote Lackierung, überall das ganze Carbon. Den sind wir ja schon auf der Rennstrecke gefahren und das Ding geht hier
auch schön quer, wenn man möchte. Jetzt kommen wir zu deiner Abteilung. Oh, wie ihr sehen könnt, Chronix ist mit dabei. Ich weiß nicht, hast du dir schon eine ausgesucht? Nee, ich nicht. Noch nicht? Muss noch ein paar Videos machen. Also hier so eine schöne Daytona Audemars haben wir mit dabei. Das ist geil. Also theoretisch, wenn man hier ist, kann man direkt eine einpacken. Also Platin Daytona ist natürlich schon eine Ansage. Also ja, wie gesagt, Chronix ist hier auch am Start und das ist eben das Schöne, Leute. Autos, Uhren, das verbindet einfach so extrem viel. Deswegen hat man gesagt, okay, Chronix ist hier auf jeden Fall mit dabei. Und ja, so sieht die Michelin Lounge hier aus. Wir können hier ein bisschen Carrera-Bahn auch fahren. Da wird es auch ein Gewinnspiel heute geben. Also da hat Michelin schon hier richtig aufgefahren. Auch ihr eigener M4 haben sie eine eigene Folierung daraus gemacht. Schöne Red Bull Event Car, was natürlich für ordentlich Musik sorgt. Hier geht es dann jetzt weiter zu Robert, SLS Black Series in Solar Beam Yellow. Geil. Die Farbe ist ultimativ. Mir stellt schon wieder die Haare auf. Endgut. Alpine ist auch mit dabei. Für Taxifahrten durch. Man kann selber fahren, gemeinsam mit dem Instructor. Ich würde mal sagen, komm, wir gehen mal kurz hier rein. Wir haben hier auch den A110 GT am Start. Der darf nicht fahren, der darf nicht fahren. Nee, nicht erlaubt, nicht erlaubt. Nein, Spaß. So, hier sehen wir auch schon Sim Racing. Ihr habt das im Griff. Sehr schön, sehr schön. Robert, bist du auch schon gefahren? Das kriege ich nicht hin. Bin ich zu unmotorisch. Ich glaube, ich sollte auch besser noch mal fahren. Ja, trainier lieber mal. Weil, nachdem wir ja schon vor ein paar Tagen gefahren sind, ich kenne die Strecke noch nicht so gut. Ja, also ich eben. glaube, das macht auf jeden Fall noch mal Sinn. Das ist schon geil. Also Voll was geil. sich hier die Hersteller alles einfallen lassen, das ist ja genau das, was die Leute, was wir ja alle wollen. Die Teilnehmer, die hier mit dabei sind, das ist einfach herrlich. Hier geht's weiter. KTM-Box. Heute. KTM GTXR. Das wird auch unser Auto. Wir werden nämlich hier Taxifahrten heute durchführen. Ich verstehe zwar auch noch nicht, warum ich Anfänger Taxifahrten durchführen soll für die das check ich auch nicht Teilnehmer. so ganz. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich sage euch eins, Leute, der KTM GT2 mit dem SPX-Kit, das Ding ist aber sowas von gut zum Fahren. Also ich weiß ja immer noch nicht, warum ich Taxifahrten für euch durchführen soll. Ich als Anfänger. Das liegt an deinem Talent. Also wir wollen da einfach heute mal ein bisschen was abschauen. Normalerweise sollte ja der Robert fahren, ja, Okay. aber den Robert, wir müssen mal schauen, ob wir ihn heute reinbringen. Das letzte Mal im Mai sind wir gefahren, da bist du aber nicht reingekommen. Ja, da ging gar nichts. Es wird schon wieder laut. Wir Wird sehen uns laut. später. Hier geht's weiter. Der Dirt Group, Dirt Motorsport. Ein schöner GT4 hier mit dabei. Der Lara ist mit dabei. Hier BAC ist auch mit dabei. Schau mal, wie du da schon drinnen sitzt hier. Das ist geil. So, wir gehen weiter. Also hier ist gute Aussicht hier so auf die Strecke raus, muss man auf jeden Fall sagen. Verstehe kein Wort. Ich habe gesagt, hier haben wir eine gute Aussicht auf die Strecke raus. Ja, genau. Deswegen, Oh, verliebt. dann geht's hier weiter und zwar Scherer Gruppe. Scherer Sport gemeinsam mit Audi haben wir hier einen schönen TTRS. Oh, das ist natürlich geil. Das ist brutal. Ja, Mann. Unfassbar. R8 GT3 haben wir mit dabei. Hier RS4, RS6. Auch nochmal hier RS7, beides Abt-Modelle. Also schauen wir mal, ob damit dann später auch gefahren wird. Aber wie gesagt, Scherer Sport hier auch mit dabei. GT3 RS. Schau dir das mal an, den Perleffekt. Alter. Siehst du das? Das ist krass, wie das Ding hier funkelt. Hier die Konkurrenz zum Super Trofeo, Huracan GT3. Das würde mich natürlich mal sehr interessieren mit dem Super Trofeo, der ja ein bisschen mehr Leistung hat, aber weniger Aero, inwiefern der schneller, langsamer ist. Wie gesagt, hier gemeinsam mit OBD-App, die hier auch mit am Start sind als Sponsor beim Gear Collector Track Day. Schau mal hier, was hier Schönes gerade ankommt. Alter. Ein schöner Pagani Huayra BC Roadster. Sind wir schon fast am Ende. Jetzt fährt die Race-Gruppe, Leute. Das kracht natürlich hier ordentlich. Hier ein GT3 auf Cup-Auto umgebaut und zwar gemeinsam mit Sportwagenhandel, die hier auch wieder
als Partner mit am Start sind. Denn das freut mich ja wirklich. Das ist jetzt die 3. Veranstaltung, die ich jetzt mache, der 3. Gear Collector Track Day. Und das freut mich natürlich sehr zu sehen, dass Sponsoren, Teilnehmer, so viele, die schon von Anfang an seit 2020 mit dabei gewesen sind, wie zum Beispiel hier auch der Daniel. Das freut mich natürlich sehr, sowas zu sehen. Seit 2020 machen wir die Veranstaltung hier. Also man muss sagen, neuer GT3 RS, da wurden jetzt schon ein paar ausgeliefert, würde ich sagen. Also Ja, einige. ich würde mal behaupten, wir haben so um die 20, 25 Stück. Ihr seht, jetzt ist es hier gerade etwas leer, weil die ganzen Rennfahrzeuge draußen sind. Jetzt schauen wir mal, was hier auch noch stehen. Oh, was haben wir denn da? Auch noch mal hier ein McLaren Senna. Ich glaube, ich weiß, was da drunter ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, was soll es sein? Ich kann es nur erahnen, was da drunter ist, mit so einem riesen Flügel. Oh, Junge. ich glaube, guck mal hier, das ist hier aber richtig professionell. Ja, Das ist mal geil. Also ja, hier ist auf Ernst, ne? Das Es geht gibt was. auch heute Mittag einen 45-Minuten-Slot, wo nur Rennfahrzeuge erlaubt sind. Alter! Alter! Hier steht auch noch ein sehr geiles Fahrzeug. Boah, das ist aber auch richtig geil. Und was auch geil ist, schau mal hier, E46. Ey, das ist, Leute, das ist so unfassbar. Es ist einfach so geil und ihr seht, wie viel hier los ist. Und vor allem, ihr müsst ja überlegen, da draußen, da stehen auch noch so viele Autos. Oh, schau mal, was da daherkommt. Hier, Mechatronik, DTM-Auto. Geil. Das ist so geil. Und da ist der Super Trofeo. Ja, der 8 GT3. Das ist... Leute, ich weiß wirklich nicht, wie dieses Video heute wird, aber das... Ich glaube, es ist in Worte nicht zu beschreiben. Ne, definitiv nicht. Das ist für mich einfach extrem emotional. Safe. Einfach hier diese ganzen Leute, die ganzen Autos, alles so zusammenzubringen. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt noch auf die andere Seite, weil Leute, das war bisher nur die Hälfte. Eben. Und wir wollen ja auch noch heute ein Auto fahren. Ja? Und da werden wir auch richtig aufreißen. Und hier ja unsere Fahrzeuge, 675 LT, Project One ist mit dabei, F40 GT3 RS haben wir mitgebracht. Robert, dein Auto? Oh, schau mal hier. Alter, ist das brutal. Robert, du hast dein Auto auch schon aufgewärmt. Ja, selbstverständlich. Packard ist auch mit am Start mit ihrem neuen GT Street Air Flyweight. Das werden wir auch auf jeden Fall fahren, Leute. Und jetzt wird's brutal. Zentrum. Schau mal da hinten. Das ist so brutal. Alter Schwede. Hä? Alter Schwede. Denn hier ist nämlich Königseck Corner und hier Bugatti. Der schöne Chiron, und zwar der 300. Allein wie lang hier dieses Heck ist, unfassbar. In diesen Tiffany Blue, die Akzente, sieht sehr sexy aus. Chiron Supersport 300, ultimative Legende. Und hier, Leute, ja, Jesko. Und es ist nicht nur ein Jesko dabei. Wir haben 2 Königseck Jesko hier beim Gear Collector Track Day am Start. Und dann natürlich hier noch den Regera in einem schönen Vollcarbon-Grün. Ja, das ist... Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Brauner Innenraum passt einfach ideal. So, aber wir machen weiter. Auf geht's. Denn Leute, es hört nicht auf. Das geht hier hinten nämlich noch weiter. Hier sehen wir natürlich sehr Porsche-lastig. Schau mal, Robert.
Da hinten ganz entspannt ein Senna GTR. Der steht da hinten noch. Und weil das nicht reicht, der zweite Senna GTR. Ja? Boah, das ist natürlich auch sick. Da siehst du mal die komplette Carbonhaut 935. Porsche 935, ultimative Legende. Ja, da kommt der Daniel, ist jetzt auch mal eine Runde gefahren. Aventador M2, Senna GTR. Senna, ich hoffe Leute, ihr könnt mich verstehen. Ich habe bald keine Stimme mehr, es ist so abartig laut. SF90, das geht natürlich auch geradeaus sehr gut. Und jetzt Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Ach ja, warum auch nicht? Ja, Mit dem Rolls-Royce, oder? da geht was. Leute, das ist eben das Geile hier bei der Veranstaltung. Wisst ihr, ich will alle zusammenbringen. Angefangen von einem geilen M3 E46, mit dem du quer rumreißen kannst, einen VW Golf, eine Rennversion, bis hin zu Koenigsegg, bis hin zu den Hypercars. Ich will uns alle hier bei so einer Veranstaltung zusammenbringen und nicht sagen, okay, nur Hypercars, nur Rennwagen, nur Rennwägen oder nur BMW, sondern wir teilen alle dieselbe Leidenschaft. Egal, ob es ein VW Golf ist, was ein mega geiles Fahrzeug ist, ja, so ein GTI, ein R, hier kommt er schon, ja. Das Ding, glaube ich, geht hier nämlich richtig gut auf der Rennstrecke, bis eben hin zu den ultimativen Hypercars, dass wir wirklich alle hier zusammen sind. Und jetzt zieht euch das mal rein. Also das ist natürlich hier aber komplett Next Level. CLK AMG. DTM-Version, SL65 Black Series, GT Black Series. Schnell, Robert. Wie geil ist das? Hast hier das DTM-Auto und jetzt fang das ein. Hier den McLaren Senna. Und hier schön GT3R. Das ist so geil. Das ist so geil. Jägermeister ist mit dabei. So geil, Mann. Unfassbar. Und hier hinter uns auch Eisenmann ist auch mit dabei, mit den Abgasanlagen. Hier schöner M3. Jetzt kommt hier wieder Super Trofeo ganz kurz. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, M5 V10 mit der Eisenbahnanlage. Ich habe die Abgasanlage noch daheim liegen. So ein unfassbar geiles Teil. Und ja, Eisenmann ist hier eben auch am Start. C63 M3 haben auch diverse Modelle mit dabei. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach hinten, oder? Definitiv. Weil langsam wird es mir echt warm. Ja, Und ich sage euch eins, Leute, wir haben noch nicht einmal die Hälfte gezeigt, glaube ich. ja, glaube ich auch. Also das wird noch nicht einmal die Hälfte hier gewesen sein. Und jetzt trinke ich kurz einen Schluck und dann würde ich sagen, dann reißen wir mal mit einem Auto auf, oder? Ja. On track, now we going way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, counting all the way up. Count blessings, and you know we pray up, pray up. On track, now we going way up. Now we going way up. Now we going on track, now we going way up. Now we going way up. Now we going. Wir haben eine kleine Paradelab durchgeführt, würde ich mal sagen. Wir gehen mal so einen Schnelldurchlauf jetzt durch, was hier so dasteht, weil ihr seht hier einmal KTM GTXR, hier schön 2 Koenigsegg Jeffsco's, hier unter anderem gewonnen. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt merkst du erstmal, was hier auf der Strecke los ist. Sag noch mal. An Teilnehmern. Senna GTR, Regera, Agera. Komm, wir gehen mal hier so irgendwie an der Seite. Unser F40 ist natürlich auch dabei. Der schöne GT2 KTM. Nochmal Senna GTR, STO haben wir dabei. Hier Pagani, Myra, BC, Roadster. So ein schönes Teil. Ford GT, das Fahrzeug sind wir ja schon gefahren, vom netten Dieter. Und dann haben wir hier McLaren Senna 600 LT. Hier der schöne SLS GT3. Hier unser GT3 RS ist mit dabei. Natürlich, wie es so ist auf der Rennstrecke, sehr Porsche-lastig das Ganze, aber auch einiges an GT Black Series Modellen haben wir hier mit dabei. Ich glaube, hier kommen wir jetzt in eine gute Porsche-Sektion. GT3 RS, GT3 RS, GT3 RS, einfach hier 3 992 GT3 RS und ein schöner 992 GT3 in dem Lila, sehr, sehr geil. Hier wird es dann Audi-lastig, ja, TTRS, RS3. Also Leute, ich sage euch eins,
Das sind wirklich kein Ende. Komm, wir gehen mal kurz zur Seite. Wir gehen jetzt noch ein paar Meter nach vorne, weil Robert, ich würde dann sagen, Ja? dass du einfach so einen Schnelldurchlauf machst. Hier einfach mal Ja, durchgehen. wir haben ja Max, den Drohnenpilot, der fliegt drüber. Stimmt. Oder der Maxi, der blendet einfach dann schön ein paar Drohnenaufnahmen Safe. ein. Weil Leute, ihr seht euch das mal rein. Da ist kein Ende in Also Sicht. letztes Jahr war schon krank. Also letztes Jahr war schon krass, aber was dieses Jahr abgeht und vor allem, kommt, das nehmen wir jetzt noch mit. Wir haben natürlich auch Zuschauer mit am Start. Hier vom Nürburgring organisiert die T3 BMW-Tribüne. So komm, wir gehen mal kurz da, wir schauen mal, ob wir da irgendwie durch können, oder? Dann winken wir mal kurz hier rauf und schauen mal, wer da alles hier ist. Alles gut? Alles gut. Danke euch, danke. Es ist ohne Scheiß, Leute, das ist so krass. Geil, ich hab Ohne Gänsehaut. Scheiß, weil wir bekommen echt gerade die Tränen, Mann. Das ist echt krass. Es ist... Das ist... Ich weiß, Leute, ich habe einen Helm auf, ihr könnt es nicht sehen, ja, aber... Also ich bin ja normalerweise nicht so gerade der emotionalste Mensch, das weiß ja der Robert, aber das ist einfach... Das ist was ganz Neues. Ich weiß es, Leute, mit Helm jetzt, ihr könnt das nicht sehen, ja, diese Emotionen, aber einfach diese ganzen Leute hier zusammen, dass hier einfach alle Leute zusammen sind. Die letzten 3 Monate nichts anderes gemacht. Robert hat mir sehr geholfen, Chris hat sehr geholfen mit den ganzen Bildern, aber das ist halt wirklich krass, diese ganze Community, wie die hier zusammenkommt. Und ich kann es nur wieder sagen, du hast hier M4, M2 und vorne hast du die Königseck-Modelle. Und deswegen kann ich es nur wieder sagen, wisst ihr, ich will halt hier einfach alle Leute zusammenbringen und dass jeder seinen Spaß hat. Und auch für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, mit einem eigenen Fahrzeug hier mitzukommen, mitzufahren. Dementsprechend ja auch die Beifahrertickets, hier die Zuschauer und einfach, dass wir hier allen etwas bieten. Und mich macht das einfach extrem happy, dass hier jeder seinen Spaß hat. Und Das ist unfassbar. ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Wir lassen jetzt mal Max hier die Drohnenaufnahmen machen, weil ja, Robert, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen Ich bin soll. auch durch, bin wirklich durch. Also auf jeden Fall, Leute, ich kann nur so wie sagen, ein großes Dankeschön geht hier an alle Teilnehmer raus, die hier mit dabei sind, ja, die auch schon seit Anfang an, seit 2020, seit wir hier diesen Gear Collector Track Day gegründet haben. Komm, wir drehen uns einmal noch mal in die Richtung, damit wir hier auch die schönen Autos sehen. Die von Anfang an mit dabei sind, aber nicht nur an die ganzen Teilnehmer, an die Beifahrer, an die Zuschauer, an jeden Einzelnen, der hier gekommen ist, jeder, der hier dahinter steckt, die ganzen Sponsoren, auch die Sponsoren, die Hersteller, die von Anfang an mit dabei sind, auch jetzt Michelin als neuer Hauptsponsor. Da geht ein großes Dankeschön raus, weil da steckt so viel Herzblut dahinter, selbst bis hin zu dieser Carrera-Bahn, was Michelin geplant hat. Und das macht mich extrem happy und dann auch wirklich die Zuschauer hier zu sehen und dass jeder seinen Spaß hat. Das ist unfassbar. Unfassbar, ja. Und mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Wir lassen das mal sacken und dann Wir lassen es melden jetzt uns. einfach sacken und Wir genau. sehen uns dann später. So Leute, 13 Uhr haben wir und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommen wir endlich mal zum Fahren, Robert, oder? Das wird was. Und ich habe mir überlegt, wir reißen eine Runde im F40 auf, oder? Was hältst du davon? Ja, eigentlich nicht so viel. Magst du, traust du mir nicht, oder wie? Nee, es ist warm. Ich traue mir auch nicht. Aber Ja, es komm, wird schon. ich würde sagen, Leute, wir machen schön Jalla Abfahrt im Ferrari F40. Auf geht's. Boah, es ist heiß hier drin. Alter, es ist heiß. Boah, ich sterbe jetzt schon. Reiß mal auf! Alter. Das ist doch richtiges Autofahren.
was ist denn da los? Das ist normal. Ja klar, natürlich. Das ist richtig Backfire. Alter, halt. Und was man natürlich sagen muss, Leute, F40, die Bremsen, das sind natürlich Serienbelege. Da müssen wir natürlich hier ein bisschen aufpassen, ja. Aber du merkst, hey, in der Kurve, wie das Ding allein schon liegt. Boah. Alter, die Turbos sind ja voll geil. Keine Traktionskontrolle, Alter, gar das ist nichts geil. hier. Ja, das ist richtiges Autofahren. So muss man fahren. Boah, Alter, was? Boah, was? Boah. Jesus Maria. Boah. Ja, bisher haben wir noch Grip da. So, GTR ist hinter uns. Boah, was? Alter. Aber die lassen wir natürlich alle hier vorbei, weil wir wollen natürlich Nichts riskieren. den F40 noch ganz lassen, das ist ja ganz klar. Alter, Hier sieht das geil aus, GT3 RS. Mann. Hier geht es natürlich im F40 nur darum, dass wir hier gemeinsam genießen. Boah, ist das geil, Mann. Ich schwör's dir. Der Sound ist halt unglaublich. Alter, auch diese Turboaufladung. So, und jetzt würde ich mal sagen, jetzt machen wir mal hier Abfahrt auf der Geraden. Alter! Junge, ist das geil, Mann. Da, der LT ist am Start. Ja, das Einzige, was du jetzt sagen musst, die Bremsen. Aber Ja, die trotzdem. merkst du natürlich jetzt halt hier schon nach der ersten Runde. Ja, Die okay. Reifen natürlich. Ja, aber aber- überleg, wie alt das Auto ist. Alter, Aber es ist halt krass, wenn der Turbo, wenn da die Leistung kommt. wenn der Dann- Turbo anfängt zu schieben, dann ist ja alles vorbei. Wir werden verfolgt vom GT3 RS, Robert. Bis zum geht nicht mehr. Auf geht's! Alter Schwede, ja. Sie haben meine Kollegen. Alter, das ist geil, Mann. Ich sag, das war jetzt eine gute Fahrt so zum Anfangen. Ja, Und jetzt würde ich sagen, jetzt steigen wir in was Neueres ein, oder? ja, gerne. Weil das hier, es ist extrem heiß, das darfst du natürlich nicht vergessen. Voll. Und wir wollen den F40 natürlich noch ganz lassen. Es ist eine absolute Queen. So geil, Das Mann. ist so herrlich hier, wenn du drauf drückst. Und dann hier das Backfire. Das ist so krass. Aber es ist krass, wie du hier wirklich... Alter! Boah, der Turbo ist krass, Mann. Die Leistung ist so abartig auf der Geraden, ne? Also du zersägst eigentlich so gut wie alles. Also GT3 Alter. RS, den neuen, zersägst du ohne Probleme. Das ist ja geisteskrank, Mann. Ah, einfach schön, einfach herrlich, oder? Alter, geil, Mann. Ich schwör's, das ist geil. Aber es war jetzt schön, endlich mal jetzt 2 Runden, dass wir mal endlich 2 Runden gefahren sind. Ja. Ferrari F40 auf dem Nürburgring GP, Leute. Wie geil ist das bitte? Krank, Mann. Bucketlist abgehakt. Ja, ist so. Ach ja, Robert, kurz vor 7:30 haben wir. Ihr seht, es hat sich gelehrt. Wir haben jetzt die Fahrzeuge gerade hier beim schönen Maintaler LKW eingeladen. Da geht auf jeden Fall da ein großes Dankeschön raus. Ja, also hier die letzten Autos werden verladen. Ein schöner Regera, ein schöner Jesko. Hier vorne steht nochmal ein Jesko. Und ja, also Robert, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß einfach nicht mehr, was ich heute sagen soll, weil es in der Früh bzw. gestern schon angefangen hat mit der Anmeldung, die ganzen Teilnehmer gekommen sind, die ganzen Fahrzeuge, heute, wie die ganzen Leute gebrettert sind. Es ist kein einziger Unfall passiert, wirklich
Gar nichts? Ah, Barat ist still hier. Yo, yo, yo. Was ein cooler Tag. Hat's dir gefallen? Mega, es war absolut mega. Super Sehr gut. Spaß gehabt. Ich glaube, es ist gar nichts passiert auf der Strecke, also keine Unfälle, nichts, oder? Robert, Hab ich gerade eben gesagt. was habe ich, Wie geil ist das? was hab ich gerade gesagt? Ich So im Verkehr. hab gerade gesagt, wir haben gerade angefangen, so ein bisschen über den Tag zu erzählen und dass nichts passiert ist. Es waren so viele Autos und das ist genau eben, das war jetzt die 3. Veranstaltung und jeder, der sich bei dem Gear Collector Track Day anmeldet, geht die Anmeldung an mich. Ich schaue mir das an, wie viel Rennstreckenerfahrung hast und dann kannst du auch sowas hier umsetzen mit so vielen Fahrzeugen. Wahnsinn. Also wirklich Respekt, war richtig, richtig geil. Und das Line-Up an Autos, also... Ja, aber du hast natürlich auch wieder unfassbare Autos hier mitgebracht. Ja, oder? Also ich meine, einfach mal hier so neben Jesko zu stehen, unfassbar. Ja, Mega. also bin ich auch super happy. Vielen Dank auch an den generösen Eigentümer und Collector, der uns das ermöglicht hat. Voll. Super, super geil, Ja, fand ich auch. Definitiv. Und das Wichtigste ist ja für mich immer, dass alle Teilnehmer happy seid. Ja, wir waren happy, kann ich dir unterschreiben. Also leg mir was vor. Sehr geil. Alles klar. Wir sind wieder dabei. Auf jeden Fall. Egal, wo der nächste startet. Mach mal so. Bis bald. Ciao, Markus. Ja. By the way, all the way from India and Dubai. For those guys, I just mentioned it in German because I just want to talk about your A12. Leute, ihr könnt euch noch daran erinnern, der blaue 812 GTS mit der schönen Novitec-Abgasanlage. Das ist er. Ja, Robert, kannst du mal kurz einen Clip einblenden? Go for it. Go for it. Okay, also Leute, Abfahrt. Alter! Wow! Alter! Shit! I told you. Shit! It's 4 times louder. The downshift! Alter! Now you got an SVJ Yes. with a nice, Inconel exhaust, yeah. sick. Sick. I hope you enjoyed the day. Oh yeah, bro. Today was mega, absolutely mega. I've been to track days everywhere in the world. Yeah. And you know, it always feels very forced and organized, you know. Today it was like a big party around cars. It was like a celebration, you know, of people's love for cars. And I cannot tell you, it wasn't just the cars. Like, I'm getting goosebumps thinking about it. Me too. The all day. people, bro, their faces, they were in bliss. And including me. Yeah. And of course the services, the shisha, the lounge, the Most important, the shisha. No, Very most important was Sophia's driving. Oh my God. I have scars on my neck here. You can see that shit? Oh yeah, shit. Actual scars. She really Like, I killed have you. Actual scars on my neck. Like I've been hanged. That was rewarding though. I didn't know I was into that. It was amazing. It was Amazing. really, thank you so much, very man. much, bro, for coming. The most And memorable. latest, we'll see you in Dubai or in India. ever. Dubai and India. And India. All right, See you. cheers, bro. Bye bye. Ja, Robert, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Das ist auf jeden Fall. Ich glaube eigentlich ganz ehrlich, Robert, ich glaube, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Bilder sprechen für sich. Eigentlich nur, dass es ein mega geiler Tag gewesen ist, dass eigentlich ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer rausgehen, die da gewesen sind. Auch, dass so viele zahlreiche Zuschauer erschienen sind. Vor allem, ich bin da kurz bei der Race Control gewesen und das war natürlich für mich schon, ja auch schon wieder emotional, dass der Nürburgring zu mir gesagt hat, so etwas, so eine Größe haben sie hier noch nie erlebt und gefühlt mehr Zuschauer als bei anderen Rennen, obwohl das ja bei uns ein Fahrradtraining gewesen ist und wir einfach nur ja, den Spaß, die Leidenschaft einfach vermitteln wollten, einfach alle Leute miteinander zu vereinen, alle Leute zusammenzubringen und das war halt wirklich unfassbar. Und dann natürlich in Verbindung mit den Herstellern, mit den Sponsoren, wie Michelin als Hauptsponsor. Und da geht natürlich ein riesen Dankeschön nochmal raus an jeden Einzelnen, der hier heute da gewesen ist. Ein unfassbarer Tag geht zu Ende mit einem strahlend blauen Himmel. Und ich würde auch sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Sind wir mal gespannt, was der Robert und das ganze Team zusammenschneiden. Man muss ja wirklich dazu sagen, Das war ein Riesenteam. Robert, du hast das dieses Jahr echt geil geplant. Ja, ja. Weil du hast ja da wirklich ein Mediateam zusammengezimmert. Der Robert hat um 7 Uhr in der Früh ein Briefing
hier gemacht und auf einmal standen da 20 Medialeute raus. Da geht natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön raus. Also ich bin mal wirklich gespannt auf die Bilder und auf die Videos. Und ich würde sagen, so beenden wir das Video mit einfach nochmal ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der heute beim 3. Gear Collector Track Day auf dem Nürburgring da gewesen ist. Und von daher, Peace out und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.